Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeoWeb. Hier im Kanal geht es um Video, Marketing, Business und aktuell darum, wie ich mit Videos maximale Glaubwürdigkeit erreiche. Warum ist Glaubwürdigkeit wichtig? Ich hatte schon mal ein Video gemacht zu Julia-Prinzip, also Glaubwürdigkeit als erstes und nicht die Aufmerksamkeit. Kannst du dir mal ansehen. Hier geht es aber darum, wie erreiche ich eine Glaubwürdigkeit. Online ist Glaubwürdigkeit immens wichtig. Die Leute wollen keine aufgesetzten Sachen mehr, wollen keine Werbung mehr, denen ich nicht glaube oder vertraue, weil Glaubwürdigkeit hat ein bisschen was mit Vertrauen zu tun. Nur wie erreiche ich das jetzt? Ich gehe ja sogar hin und mache Imagefilme glaubwürdig. Dann sagen mir die Leute, du hast so einen Glücksfall, dass du immer solche Geschäftsführer triffst. Nein, das ist gar nicht so. Sondern ich coache die dann auch so ein bisschen, damit es glaubwürdiger rüberkommt. Das gelingt nicht immer 100%, aber zumindest immer mehr, als wenn man aufgesetzte Corporate Video Imagefilm Bremborium macht, was zwar mega Eindruck schindet, aber nicht Glaubwürdigkeit erzeugt. Und wie das nun gelingt, diese Glaubwürdigkeit hinzukriegen, bei Video ist Folgendes. Also zum einen ist es so, du brauchst Menschen natürlich, gar keine Frage. Also jeder Mensch ist glaubwürdiger als ein Produkt oder als irgendwas anderes. Du kannst natürlich die Kombination, du kannst immer das miteinander vernetzen, aber du brauchst einen Menschen, der glaubwürdig vor der Kamera das transportiert, was gesagt werden muss. Punkt 1. Glaubwürdigkeit für Video ist eigentlich relativ simpel. Im Video- oder Videomarketing gilt genau das Gleiche wie bei der Webseite, wie bei Social Media. Du kannst Glaubwürdigkeit nicht gewinnen, du kannst sie nur verlieren. Weil per se hast du sie. Du kannst sie nur verlieren, nicht gewinnen. Was damit gemeint ist, ganz einfach. Wenn du bist, in einem Kundengespräch, normal, steht jemand gegenüber, du bist so wie du bist, einfach so, zack, nichts Besonderes, versprichst dir auch mal, aber alles geht, alles ist relativ easy im Alltag. So, jetzt geht die Kamera an und schon meinen die Leute in einem anderen Modus sein zu müssen, diesen, ich nenne es mal Präsentationsmodus oder wie ein Kunde mal so schön sagte, von der Kanzel herab. Das ist nicht glaubwürdig. An dem Moment verlierst du an Glaubwürdigkeit, weil du dem realen Menschen gegenüber im normalen Gespräch so nie sein würdest. Du distanzierst dich von ihm. Du baust eine Distanz auf. Ist nicht glaubwürdig. Der erste Schritt ist Authentizität. Du musst absolut authentisch sein. Ich hatte es im anderen Video schon mal erklärt. Authentizität ist immer die Grundlage, um glaubwürdig zu sein. Ohne authentisch geht Glaubwürdigkeit nicht. Ohne Authentizität erreichst du keine Glaubwürdigkeit. Ja, du kannst zwar authentisch sein und musst deswegen nicht automatisch glaubwürdig sein. Das muss man immer wieder kapieren. Du musst authentisch sein, um Glaubwürdigkeit zu erreichen. Aber wenn du authentisch bist, ist es nicht automatisch glaubwürdig. Es gibt zwei Dinge, die du wirklich explizit nie machen darfst, wenn du keine Glaubwürdigkeit verlieren willst. Punkt 1 ist, bitte, ich weiß, viele kommen schon auf die Idee, nimm keinen Teleprompter. Vom Teleprompter ablesen ist was anderes, als wenn du sprichst. Weil das wäre ungefähr so, als wenn ein Kunde zu dir in den Laden kommt, ja, und hinter dem Kunden hält dann jemand Tafeln hoch, was du denn zum Kunden sagen willst. Das ist ungefähr so wie ein Teleprompter. Damit du dich ja nicht versprichst, damit du dem Kunden ja das Richtige sagst. Machst du niemals. Du redest ihm knack ins Gesicht. Ne? Bitte. Nicht drüber nachdenken, reden. Kein Teleprompter. Und das resultiert daraus natürlich, das zweite, viel schwierigere, kein einziges Wort auswendig lernen. Weil wenn du ein normales, reelles Geschäft hast, du benutzt Phrasen. Ja, d'accord, ist klar, was sich als positiv oder als wirksam erwiesen hat, diese Redewendungen, die benutzt du immer wieder, die sind deine eigenen, die sind schon dein Wortschatz übergegangen, die kommen auch authentisch rüber. Wie gesagt, Authentizität, Grundlage für Glaubwürdigkeit. Du kannst authentisch diese Sätze sagen. Also ich sage zum Beispiel immer wieder mal so, Internet ist ganz einfach, kaum macht man alles richtig, schon funktioniert's. Also authentisch sein ist gut. Und authentisch sein ist die Voraussetzung, glaubwürdig zu sein. Es muss aber zum Unternehmen passen. Wenn du ein Handy hast und filmst in der Autowerkstatt und da sind jede Menge Maschinen am Laufen, es ist laut ohne Ende, du verstehst den Sprecher kaum, dann ist das authentisch. Und du kannst tatsächlich, wenn man so die Wörter noch halbwegs verstehen kann, eine Glaubwürdigkeit erzeugen. Ja, weil jeder erwartet natürlich, dass es in der Autowerkstatt laut ist, dass da so ein Krach ist und jeder erwartet auch, dass der da jetzt nicht irgendwie alles abstellt und die ganzen Maschinen stilllegt, nur um das Video aufzusprechen. Ist eine Erwartungshaltung, ist somit authentisch und damit ist die Voraussetzung für Glaubwürdigkeit erfüllt. Wenn du jetzt einen Steuerberater hast in einem total ruhigen Büro und der spricht in ein Mikrofon, in ein Handy rein und das halt wie Taj Mahal, einfach weil er nicht
die Wertigkeit sieht, weil er einfach nicht sieht, ich muss da ein Mikro reinstecken, das kostet mich ein paar Euro, es gibt einen sauberen Ton. Das heißt, er bemüht sich nicht um seine Kunden. Er setzt sich nicht für seine Kunden ein und holt das Maximum raus, damit er auch professionell und seriös rüberkommt. Das hat da nichts mit Seriosität zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass professionell nicht geht, sondern es hat damit zu tun, dass er sich einfach die Mühe nicht macht, seinen Kunden das bestmögliche Ergebnis zu bieten. Das ist das, was seine Authentizität bzw. Glaubwürdigkeit untergräbt. Er verliert an Glaubwürdigkeit, weil man sagt, okay, das mag ja ein Steuerberater sein, aber der mag ja auch ganz echt sein mit seinem Handy da, aber hey, der gibt mir ja nicht mal einen vernünftigen Ton rüber. Der kümmert sich nicht um mich, der bemüht sich nicht um mich. Das macht es dann eben nicht glaubwürdig. Ja, das ist der Punkt. Da fängt es an, die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Nochmal, Glaubwürdigkeit kann nicht gewonnen werden. Glaubwürdigkeit kann man nur verlieren. Video ist ja zunächst mal ganz, ganz echt am nahen Leben. Ich meine, wir merken es gerade, wir dürfen mit dem Video den Menschen näher sein als im echten Leben. Weil wir brauchen im Video keine Maske. Im echten Leben müssen wir 1,50 Meter Abstand halten. Hier kann ich auf 10 Zentimeter an das Objektiv ran. Also mehr Nähe da. Video ist dem echten Leben sehr, sehr nah. Man sieht auch live, wie sich alles bewegt. Man kann also auch Fehler sehen. Man sieht sofort, wenn sie rausgeschnitten wurden oder kaschiert wurden. Das sollte tunlichst vermieden werden. Ich hatte das im anderen Video schon mal gesagt. Ist eigentlich ganz simpel, authentisch zu sein. Wenn du morgens ins Büro fährst und hast schlechte Laune, dir ist einer quer gekommen beim Fahren, hat dich angepöbelt, du bist so richtig auf 180, hast nicht richtig geduscht, hast nichts zu fressen gekriegt, kommst ins bisschen Stinkelaune, bis geht nicht mehr. 10 Minuten bevor ihr aufmacht, kriegst du vielleicht noch einen Kaffee, der schmeckt auch nicht so richtig, dann geht die Tür auf und Kunden kommen rein. Sagst du dann zu dem Kunden, Moment, warte mal 10 Minuten, ich muss mich erstmal ein Reset machen, ich muss erstmal einen vernünftigen Kaffee kriegen, ich muss erstmal einen Text auswendig lernen, ich muss erstmal jemanden Schilder hochhalten lassen, damit ich weiß, was ich sagen muss. Nein, du lässt den reinkommen, machst Click-In drin, setzt dich zurück und sagst, Kunde, du kriegst von mir alles, was du brauchst, ich bin für dich 100% da. Das ist genau der Punkt. Das heißt, da bist du in der Lage, auf dem Level, wie es dir in dem Moment gerade möglich ist, optimal für den Kunden da zu sein. Und das musst du im Video auch. Du musst nicht mehr bringen, als du im Alltag kannst. Du musst auch einen Fehler drin lassen oder die Tagesverfassung drin lassen im Video. Das Authentizität, nochmal, Authentizität ist die Grundlage. Wenn du absolut authentisch bist, also die Erwartungen erfüllst, die man in deinem Umfeld jetzt von dir erwartet, dann hast du schon den ersten Schritt für die Glaubwürdigkeit. Das andere ist ja noch, kannst dir ein Video nochmal gerne angucken. Du musst auch Glaubwürdigkeit auf der Webseite erzeugen oder Glaubwürdigkeit in Social Media erzeugen. Aber wenn du in allen Bereichen, und das ist die Krux an der Geschichte, konsistent glaubwürdig bist, dann hast du es geschafft. Dann hast du deine Glaubwürdigkeit bewahrt. Wenn du irgendwo an irgendeiner Stelle nicht konsistent glaubwürdig bist, dann hast du an der Stelle Glaubwürdigkeit verloren. Und dann verliert deine gesamte Glaubwürdigkeit oder nenn es meinetwegen auch Reputation. Und das war es jetzt hier für Glaubwürdigkeit im Video. Beim nächsten Mal geht es dann um Seriosität, Authentizität, Glaubwürdigkeit und Professionalität. Und zwar, wie ist was zu gewichten, was braucht man wofür. Und zwar das dann übergreifend über alle Kanäle. Ich hoffe, dir hat das Video ein Stück weit weitergeholfen, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, vielen Dank und ciao.